Hi, ich bin Gordon. Willkommen zu Gordons Reloading. Die Luger 08 ist quasi das Schweizer Uhrwerk unter den Pistolen. Enge Toleranzen und die hohe Fertigungsqualität, die beeindrucken. Sie hat aber auch ihre kleinen Probleme, unter anderem der Verschlussfang. Ich zeige euch heute, wie er funktioniert und was die Ursache ist, wenn der Verschlussfang im Schießbetrieb nach dem letzten Schuss nicht offen stehen bleibt. Zuerst der obligatorische Sicherheitscheck. Die Waffe ist entladen und es befindet sich keine Patrone im Patronenlager. Die im Vergleich zu heutigen Waffen kompliziert anmutende Mechanik und eine hohe Passgenauigkeit beeindrucken sehr. Die Präzision der Luger 08 ist dadurch sehr hoch, bedarf aber einiges an Training, um das Potenzial auch nutzen zu können. Umso ärgerlicher ist es, wenn der Verschlussfang nach dem letzten Schuss nicht selbstständig offen bleibt. Das ist erstens natürlich auch eine Sicherheitsfrage, da man bei offenem Verschluss sofort den Sicherheitszustand sehen kann und zweitens auch einfach praktischer für aufeinanderfolgende Schussgruppen, zum Beispiel zu Meisterschaften. Der Verschlussfang wird durch das Magazin der P08 ausgelöst. Um das besser zeigen zu können, werde ich den gesamten Verschluss jetzt mal abnehmen. So zerlege ich die Waffe. Ich greife um den geschlossenen Verschluss, bewege ihn durch Zugreifen ein Stück nach hinten. Jetzt kann man den Hebel 90 Grad nach unten drehen, die Abdeckplatte abnehmen und den Verschluss abnehmen. Fertig. Der Verschlussfanghebel, der sitzt bei der Luger 08 innen. Das ist diese kleine Bar. Dieser kleine Hebel. Ich werde jetzt mal die Kamera ein bisschen umpositionieren und hoffe, dass ich euch das ein bisschen näher zeigen kann. So, hier sieht man nochmal diesen Verschlussfanghebel. Das ist diese Stange oder diese Bar. Der lässt sich nach oben bewegen und ihr seht, da hinten ist eine Fläche, die im Verschluss eingreift und an dieser Stelle und dann in der hinteren Position dann sozusagen festhält. Nun, es gibt zwei Möglichkeiten, warum der Verschluss nicht offen bleibt. Wenn er generell mit jedem Magazin nicht offen bleibt, dann liegt eine Beschädigung an der Waffe vor. Dann ist oftmals diese Kante abgerundet oder abgetragen. Das kann bei sehr alten Kriegswaffen oder so kann das natürlich auftreten. Das sind die stark benutzt worden sind. Also wenn ihr eine gebrauchte 08 kauft, dann darauf achten, dass diese Kante nicht rund ist. Jetzt habt ihr ein wirkliches Problem. Der eigentliche Fanghebel wird durch das Magazin bewegt. Und zwar nicht durch den entsprechenden Follower hier oben, sondern durch diesen kleinen Knopf. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Ja, da ist eine Aussparung. Und wenn das Magazin sich in der Waffe befindet und einrastet, seht ihr, drückt das diesen Hebel nach oben. So. Es hängt also entscheidend von der Magazinqualität ab, weil viele gebrauchte Magazine oder ältere Magazine, die sind an dieser Stelle ein bisschen verzogen. Es reicht auch schon, wenn das Magazin nicht ganz gerade ist. Wenn es leicht gebogen ist oder was auch immer. Dadurch kann man es ganz normal immer noch laden, aber das führt dazu, dass diese Fläche am Hebel klemmt.
Und wenn der Hebel klemmt, dann geht er selbstverständlich nicht mehr von der Federkraft durch das Magazin nach oben. Manchmal ist es so, dass es im trockenen Zustand funktioniert, aber nicht während der Schussabgabe. Weil so viel Reibung vorhanden ist, die verhindert, dass der Hebel schnell genug nach oben gedrückt wird. Ja, wenn ihr das Problem habt, dann schaut, ob an dieser Stelle Schleifspuren am Magazin sind. Das kann man auch prüfen, indem man sich so einen wasserfesten Marker nimmt. Und dann kann man das hier anzeichnen. Diese Stelle ist das. Dann die Waffe einführen. Ein paar Mal hoch und runter. Und dann sieht man hier, dass das hier ganz leicht abgeschliffen ist. Das wäre noch okay. Ist aber die ganze Fläche jetzt hier ohne Farbe, oder vielleicht sogar hier oben, in dem abgeschrägten Bereich, dann ist das Magazin verzogen. In dem Fall entweder das Magazin überarbeiten lassen oder halt ein neues Magazin kaufen. Ihr müsst also jetzt nicht die ganze Waffe zum Büchsenmacher bringen, wenn der Verschlussfanghebel hier frei in der Funktion ist und wenn die Fangkante hier hinten scharfkantig ist. Genauso hier am Verschluss. Diese Fangkante. Wenn das alles in Ordnung ist, dann braucht ihr, wie gesagt, die Waffe nicht zum Büchsenmacher bringen und dann ewig Geld ausgeben oder irgendwas. Die Ursache liegt allein beim Magazin. Und ja. So, dann werde ich die Luger wieder zusammenbauen. Dazu drehen wir den Verschluss um, schieben das Griffstück oben rein, dann drehe ich die Waffe um, schaue, dass dieser Hebel da einrastet und dann den gesamten Vorgang rückwärts. Abdeckplatte rein, Hebel nach oben. Das war's. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye, bye.